Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, liebe Zuschauer, ich habe heute die große Ehre und Freude, wieder über den Bewegungsapparat zu sprechen. Und dazu habe ich den Herrn Karl Müller wieder einladen dürfen, der heute auch wieder da ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, dass du da bist. Danke, Alexander. Die letzten Sendungen mit dir, einerseits, dass so viele Operationen im Bereich Knien und Hüften zu verhindern wären, wenn man was tun würde, und zwar ganz einfach trampolinmäßiges Spazierengehen, also richtiges Spazierengehen auf anderen Schuhwerken, wo man nicht einfach auf einem knallharten Beton läuft, wäre da eine ganz wichtige Sache, und das hat mich sowas von fasziniert. Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach sagen, gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal, suchen Sie bitte, geben Sie Karl Müller rein und dann kommen Sie sofort zu diesem Video, dieser Sondersendung. Schauen Sie sich das einfach bitte nochmals an. So, was wir immer wieder hören ist, wir sollten uns mehr bewegen, aber niemand sagt uns, wie. Das möchte ich heute in dieser Sendung klären. Fange aber zuerst an mit einem Statement von einem von meiner Erachtens unglaublich weisen Arzt. Der ist heute 97-jährig. Er ist zweimal Doktor plus Professor. Es ist niemand geringer als der Professor Hecht. Ich spiele hier für Sie jetzt ein kurzes Video ab. Und da müssen wir ganz gut hinhören, was wir gerade hören. Ich habe das Grundprinzip, die Bewegung kann alle Medikamente ersetzen, aber kein Medikament kann die Bewegung ersetzen. Tja, Punkt. Ich gehe da zurück zu unserer Anfangsfolie. Was wir halt heute immer wieder erleben, ist, wir kriechen als kleines Kind, kommen in einen aufrechten Gang hinein und dann fängt ja die Kaskade schon wieder an, dass wir uns irgendwann wieder zurückentwickeln. Das hat alles mit dem zu tun, dass wir auf hartem Boden laufen. War das früher nicht so in der Evolution? Also es ist bei gewissen Naturvölkern wirklich nicht so. Mhm. Ich war in Kenia bei den Maasai-Menschen, Naturvölkern, die praktisch immer nur die immer nur in der Natur gehen, 20 Kilometer im Durchschnitt pro Tag, und bei denen ist das nicht so. Die werden zwar nicht ganz so alt wie wir, die werden nicht zwischen 90 und 100, aber es gibt dort auch viele alte Menschen, 60, 70, 80-Jährige, und die sind kerzengerade. Die kennen diese Probleme nicht, des Gebücktwerden, und es muss nur schon deswegen etwas mit dem Gehen in der Natur zu haben. Die gehen entweder barfuß oder so, die machen sich so, aufs Autopneu machen die so binden sich um die Schuhe, um sie teilweise zu schützen vor Dornen. Aber die gehen natürlich mit ganz viel Aktivität in den Füßen. Und dort passiert das nicht. Professor Hecht hat ja eingehend gesagt, Medizin kann keine Bewegung ersetzen. Und auch Ernährung kann keine Bewegung ersetzen. Ernährung und Bewegung sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Das sind ja beides wie Nahrungsmittel für den Körper. Auch die Bewegung ist eine Art Ernährung für den Körper. Ja, ich habe schon gehört, dass viele Bewegungen auch irgendwie Elektronen erzeugen, Energiequellen erzeugen, wo eigentlich noch unglaublich viel nicht wissenschaftlich noch dokumentiert ist, noch wenig Wissen da ist, aber jede Bewegung gibt Energie. Nimmt nicht nur, sondern sie gibt auch. Ja, auf dieser Ebene kann ich jetzt wissenschaftlich nicht mitreden, aber ich kann biomechanisch und bewegungswissenschaftlich mitreden. Die Ernährung ist eine Ergänzung zur Bewegung, oder die Bewegung, der Mensch braucht, wie wir Wasser und, also auf der Ernährungsebene Wasser und Nahrung brauchen, braucht er auch Ernährung, gesunde Ernährung und gesunde Bewegung. Und im Bereich der Bewegung hört man nie, wie man sich bewegen muss. Sie müssen sich mehr bewegen. Wer sagt denn schon, Sie müssen sich mehr ernähren? Ja, im Krieg, wo wir unterernährt waren, war das schon wichtig, dass man genug Ernährung, aber in der heutigen Zeit redet man ja eigentlich nur noch von der Qualität der Ernährung
Und bei der Bewegung redet man nur, man muss sich mehr bewegen. Das stimmt überhaupt nicht. Lieber bewege ich mich in gewissen Umständen weniger als zu viel. Weil wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, wenn ich am Rollator und so, wenn ich mich bewege in den Schmerz hinein und ich bewege mich weiter, wird es nicht besser. Nein, das ist schädlich. Ja, klar. Zu viel Bewegung kann schädlich sein. Ja, verstehe. Und jetzt, wenn wir noch mal das Bild anschauen, als Kinder lernt man ja gehen und dann irgendwann in den Jugendjahren geht man immer aufrechter und im Alter wird man wieder nach vorne gebückt. Das hat mit der Qualität der Bewegung zu tun. Dass wir im Alter wieder an Stöcken gehen und zu vorne hinein, das hat mit der Qualität, das muss nicht sein. So Gott will, werde ich nie so gehen. Also mit voll Ehrfurcht. Ich habe nichts im Griff. Schlussendlich bin ich dankbar. Aber man kann auch etwas dazu tun. Und zu dieser Qualität der Bewegung kann man eben etwas tun, wenn man an den Füßen arbeitet. Wenn man die beiden Skelette anschaut, diese monotone Bewegung links, die verfilzt, lässt die Faszien verfilzen, verkleben. Das ist wie wenn man sie in einen Gips hineinstecken würde. Unten rechts sieht man die Faszien, das kommt aus der Faszienforschung heraus. Man hat ja das Organ, Faszien, welches das größte Organ ist des Menschen. Erst so auf diese Art und Weise entdeckt. Ja, super. Das Bindegewebe kennt man schon lange, aber das hat man weggeschnitten. Die Ärzte in der Orthopädie, die beachten das gar. Ja, heute macht man schon minimalinvasiv und so, aber es hinterlässt Narben. Und das macht so vieles kaputt an der Ansteuerung der Bewegung auch. Also ich finde dieses Bild wahnsinnig interessant und das haben wir auch in der zweiten Sendung schon mal miteinander besprochen. Aber es ist ja logisch, wenn wir ja so gehen, dann kriegen wir Probleme. Wir bücken uns, wegen dieser Art Bewegung gehen wir im Alter immer mehr nach vorn. Und das Ziel ist ja, und das müsste nicht sein. Ja, und das Ziel ist, dass wir eigentlich als junge Menschen oder auch, wenn wir Probleme haben, könnten wir es durchaus lernen, über spezielle Schuhwerke wieder in diesen aufrichtigen Gang zu kommen. Genau. Und dann sind wir schmerzfrei. Ja, genau, durch die Trampolinbewegung. Ich habe hier ein kleines Statement, das möchte ich kurz einbauen. Dank diesen Schuhen bin ich so aktiv. Ich kann wirklich Vollgas überall laufen. Zwischendurch hatte ich auch Beschwerden in den Knien, in den oberen Gelenken und auch unter den Füßen. Ich habe x-mal auch Missritten früher gemacht, einfach nichts mehr. Und ich habe Bedenken zuerst Misstritten und so weiche Schuhe. Es braucht Härte. Man hat immer einbandagiert, das ist genau verkehrt. Wenn die zu fest einbandagieren, die Blutzirkulation wird gehemmt. Und harte Schuhe, das ist das Letzte, was man noch sich selber antun. Also es funktioniert wunderbar, aber die Realität ist ja, dass wir heute auf den Straßen eigentlich viel mehr Menschen sehen wie hier auf dem Bild. Immer mehr Leute laufen mit diesem Wagen voraus in gebückter Haltung und die laufen ja in den Schmerz rein. Ja, genau. Ich möchte aber noch einen Ergänzungssatz zum Statement sagen. Dieser Kunde, den ich nicht persönlich kenne, der hat jetzt von weichen Schuhen, er hat einfach gewarnt vor harten Schuhen. Ja. Das ist natürlich richtig. Weiche Schuhe ist nicht das Optimale. Elastisch federnde Schuhe. Und er trägt ja elastisch federnde, er hat es einfach ausgedrückt in weichen Schuhen, aber es sind, was er trägt, sind elastisch federnde Schuhe. Diese Trampolinbewegung, das ist das, was ihm geholfen hat. Und weil diese Trampolinbewegung im allgemeinen Alltag, im Leben fehlt, gehen halt viele alte Menschen so wie diese Menschen und die können sich dann auch gar nicht mehr schmerzfrei bewegen. Und wenn man dann sagt, man sollte sich mehr bewegen, dann ist das genau kontraproduktiv. Ein Grundprinzip, biomechanisches Grundprinzip, bewegungswissenschaftliches Grundprinzip ist sicher, dass man sich nie in den Schmerz hineinbewegen soll, dass man herausfinden soll, wie muss ich mich bewegen, dass der Schmerz nicht da ist. Das macht der Körper ja in der Schonhaltung auch. Also wenn ich irgendwo
mal im Laufe des Lebens plötzlich rechts Knieschmerzen bekomme, dann merkt der Körper das selber und er weicht dann dem aus. Man nennt das Schonhaltung. Wenn es sichtbar ist, dann wirkt es zum Hinken und dann hinkt man, weil der Körper ja automatisch auch ausweicht dieser Schonhaltung. Nur das Problem, diese vielen Schichten von Schonhaltungen ergeben dann schlussendlich einen nach vorne gebückten Gang, weil wir ständig ausweichen, im Schmerz ständig ausweichen, weil wir keine Alternative haben. Hätten wir die Alternative, barfuß in der Natur zu gehen, würde die beim ersten Schmerz schon barfuß in der Natur gehen, auf einer weichen Wiese oder einfach, wo es nicht schmerzt, dann geht man automatisch nicht mehr in die Schonhaltung, dann belastet man gleichmäßig auf beiden Seiten, aber man belastet in einem anderen Gelenkswinkel und dann würde man eben nicht in x Schonhaltungsschichten verfallen, sondern man würde gleich belasten, aber die Füße würden mehr trainiert. Ja, genau. Aber wir haben auf diesen harten Böden diese Möglichkeiten nicht, außer wir tragen Schuhe mit elastisch federnden Sohlen. Also diese Person jetzt da hinten zum Beispiel, wenn jetzt die barfuß in den Wiese ginge und dort laufen würde sie besser laufen als jetzt hier? Alle Personen, die so gehen, die würden erstens würde ich sagen, wow. Die würden sagen, wow, wie angenehm, wie schön ist das. Das ist nur schon für die Füße, wenn das ganz leicht weich ist, diese Personen, wenn sie können und wollen, auf einem Mini-Tramp, wo sie sich ja festhalten können, oder wir produzieren ja auch so Matten, elastisch federnde, relativ dünn, 4 cm dünne Matten. Wenn die auf diese Matten gehen und sich an einer Wand, an einer Heizung oder an einer Sprossenwand festhalten und dann so, da gehen alle die Mundwinkel hoch. Die freuen sich, der Mensch, auch alte Menschen, erfreuen sich an angenehmer Bewegung, aber sie wissen nicht, dass es Alternativen gibt. Sie haben diese Schuhe und dann, je schlimmer das wird, desto stützt man noch mehr. Und die würden sicher mal mehr Freude haben und dann mit der Zeit, wenn sie das regelmäßig machen würden sie auch besser gehen. Die Beweglichkeit würde wieder zurückkommen. Das ist wieder Lebensqualität. In einem gewissen Maß. Und wenn man mehr will, dann muss man natürlich zusätzliche Übungen machen. Klar. Und dann kommt die Lebensqualität zurück. Und je besser man gehen kann, je besser man schmerzfrei gehen kann, desto mehr profitiert der ganze Körper, die ganzen Organe, alles, die Blutzirkulation, alles beginnt besser zu funktionieren. Klar. Das andere Extrem, was wir halt immer wieder kennen, ist dann, wir gehen wieder in die Folie rein, wir gehen Fahrrad, wir gehen Walking oder Jogging machen, Wandern etc. Das ist ja auch eine Art von Bewegung, aber überall sind wir wieder auf dem nicht natürlichen Fußboden, wo eigentlich nicht gut für unseren Bewegungsapparat ist. Ja, das ist ja genau das, dass die Ärzte sagen, sie müssen sich mehr bewegen. Ja, das stimmt schon, weil wir haben natürlich einen sehr hohen Anteil an Herz-Kreislauf-Problemen. Klar, aber bitte barfuß in der Wiese und nicht... Ja, aber nicht einfach wie. Da müssten sie auch sagen, sie sagen ja auch nicht, sie müssen mehr essen. Man sagt ja dann, man hat auch die Ernährungsberater und sagt, man muss diese und jene Vitamine, Vitalstoffe zu sich nehmen und so weiter. Bei der Bewegung sagt das einem niemand, weil die Bewegungen, die wir vorher gesehen haben, die Sportarten, das ist körperschädigend. Oder also nicht für den Herzkreislauf, nicht für das Gemüt. Das ist super, dass man überhaupt sowas macht. Aber wenn man nicht im Alter daneben so gebückt gehen will, dann hilft das nichts, ganz im Gegenteil. Menschen, die viel joggen, viel Sport machen, viel Stockrennen Walking, Walking machen, Nordic Walking machen, die kommen nicht um diesen Altersgang herum. Im Gegenteil, das beschleunigt sich unter Umständen sogar noch, weil diese monotonen Bewegungen, eben Faszienverklebungen, Faszien noch schneller verfilzen lässt. Das schockiert jetzt einige Leute vielleicht,
Aber überlegen Sie sich mal, die Qualität der Bewegung, wenn schon, dann machen Sie Trampolin. Dann würde ich viel lieber diese gleiche Herz-Kreislauf-Aktivität auf einem Trampolin machen. Dann haben Sie viel, viel mehr und besser getan, was man dort vielleicht nicht hat, diese wunderschöne Natur. Durch den Wald gehen ist natürlich wunderschön. Das hat man vielleicht nicht, aber für den Herzkreislauf und vor allem für den Bewegungsapparat hat man dann viel mehr getan. Aber das kriegt man ja auch hin, wenn man das Trampolin in den Schuh einbaut und letztendlich dieses Verfahren mitnimmt raus in die Natur. Also noch so zwischendurch, ich bin sowas von glücklich, dass wir über dieses Thema heute sprechen, weil es einfach ganz viele Menschen betrifft. Also gehen wir mal weiter in die nächste Folie, die ich dich gerne bitte, mir mal noch zu erklären. Ja, das ist ganz spannend. Das wäre natürlich ein ganzstündiges Thema wert. Ich versuche es relativ einfach zu erklären und schnell auch. Man redet ja sehr viel vom Immunsystem. Heutzutage Corona, Immunsystem. Und dieses Immunsystem ist wirklich ein Schlüssel zu einem langen, aber auch vor allem zu einem qualitativ guten Leben oder einem qualitativ gutem Leben, ja. Und diese Immunität, die hängt natürlich von der Ernährung ab, aber im gleichen Maße von der Bewegung. Ja. Und das wissen die meisten nicht. Die Ernährung, die führt ja die ganzen Vitalstoffe dazu. Und wenn man sitzt, wir ernähren uns perfekt. Wir gehen mal davon aus, wir machen alles über die Ernährung. Wir ernähren uns perfekt, was immer das auch bedeutet. Und wir führen alle diese Vitalstoffe zu. Dann muss man wissen, dass unten ein Verbraucher sind von diesen Vitalstoffen. Der größte Verbraucher, wahrscheinlich ist nicht wissenschaftlich, was ich sage, ist meine fast 70-jährige Lebenserfahrung in diesem Bereich, würde ich sagen, der größte Verbraucher ist wahrscheinlich der Stress. Natürlich Krankheiten auch, wenn ich entzündliche Grundkrankheiten, wenn ich Rheuma habe, wenn ich eine entzündliche Grundkrankheit habe, die verbraucht natürlich auch viele von diesen Mineralstoffen, Vitaminen und Vitalstoffen. Grundkrankheiten und was überhaupt nicht geredet wird, ist eben diese falsche Bewegung, sprich Bewegungsschmerzen. Das frisst so viel. Also wenn ich Schläge in die Gelenke durch den harten, flachen Boden, das stresst den Körper. Wir spüren das nicht. Würden wir das mit jedem Schritt spüren, dann könnten wir gar nicht mehr leben. Darum unterdrückt der Körper das ja. Aber falsche Bewegung produziert Verspannungen. Und die Körperspannung ist wiederum ein Maß der Lebenserwartung. Da gibt es viele Studien darüber. Körperspannung, man kann auch die Handkraft messen. Bei älteren Menschen kann man schauen, wie gut ist die Handkraft, und je schwächer die Hand ist, desto kürzer, weniger Jahre bleiben noch übrig bis zum Leben. Aber die Handkraft die hängt auch enorm stark mit der Körperspannung zusammen. Und wenn ich gute Körperspannung habe, dann bin ich auch aufrechter. Wenn ich weniger Körperspannung habe, falle ich eher nach vorne. Und Verspannungen, die wirken wie ein Minus zu der Körperspannung. Also wenn ich Verspannungen in meinem Körper habe, sei das im Nacken, sei das überall, wo die Faszien nicht mehr den vollen Bewegungsradius geben, den Range of Motion, sagt man. Wenn ich aufrecht gehen will, dann müssen die ganzen Gelenke, auch in der Brustwirbelsäule, ist ja eine Rotation also die Brustwirbelsäule kann rotieren, damit der reaktive Armschwung beim Gehen in Bewegung kommt. Und ohne den reaktiven Armschwung
werden Nackenmuskeln nicht entspannt. Und Verspannungen wirken, wie gesagt, gegen diese Körperspannung, die ein Maß der Lebenserwartung und Lebensqualität ist. Und diese Verspannungen nennt man, in Korea habe ich das vor 30 Jahren das erste Mal gehört, ein Buch gelesen, Internal Stress. Internal Stress. Es gibt den psychischen Stress und den körperlichen Stress. Körperlicher Stress sind eben Verspannungen am Körper, die durch zu vieles Sitzen. Wir sitzen jetzt auch, aber ich sitze nicht so gern. Ich sitze eigentlich lieber und dann kann ich wieder mal ein bisschen... überall, wo die Beweglichkeit nicht mehr da ist, wo Verspannungen da sind, wo Faszienverklebungen und Verfilzungen da sind, da entsteht Stress, der zum Beispiel auf den Bauch wirkt, auf Darm und Magen. Magen ist ja auch mit dem Hirn sehr stark verbunden. Darm hat ja eine ähnliche Form wie das Hirn. Das wäre wieder ein anderes Thema. Aber die Bewegung, die gesunde Bewegung, die physiologische Bewegung und nicht die Menge der Bewegung hat einen enormen Zusammenhang mit dem Internal Stress. Und Internal Stress, also Verspannungen plus psychischer Stress, sind wahrscheinlich die größten Verbraucher. Und wenn ich durch gesunde Bewegung weniger verbrauchen kann, dann muss ich oben auch weniger reinlassen. Ja, ist verständlich. Klar. Ich darf ja trotzdem so viel reinlassen. Das kann man übrigens messen. Ich messe mein Immunsystem. Und vielleicht noch ein letztes. Dieses Fass da, das Immunsystem, je höher der Level ist dort, das ist der Level der Antioxidantien, sprich der Level der Immunität, sprich der Level der Gesundheit. Also Antioxidantien, gesund. Und wenn dort weniger verbraucht wird durch gesunde Bewegung, dann hat man einen höheren Level an Gesundheit. Klar. Und das kann man messen. Da gibt es Geräte, die messen das Carotin im Blut. Carotin ist ein repräsentativer Biomarker für andere Antioxidantien im Körper. Und ich kann zuschauen, wenn ich Wein getrunken habe am Abend oder schlecht geschlafen, Stress gehabt habe, mal verspannt bin. Ich bin ja auch nicht immer entspannt. Darum lerne ich ja, weil ich ja auch meine Probleme habe. Das ist Gott sei Dank 95% weniger als vor 10 Jahren. Und dann kann ich genau sehen, 8, 8,5, 7,5. Man kann mit der Zeit ziemlich genau sehen, was hat welchen Einfluss auf mein Immunsystem. Das ist messbar. Unglaublich. Diese Folie zum Beispiel, das halte ich keine 2 Minuten aus, so zu sitzen. Da habe ich keine Durchblutung mehr. Also, das sieht man schon, ich sitze viel zu viel, die Faszien sind verklebt, würde man wahrscheinlich jetzt als Diagnose sagen. Stimmt das? Es sind viele Faktoren, die ermöglichen, die diese Sitzhaltung, Asienhocke, wie man sie nennt, oder auch die tiefe Hocke. Übrigens, in Asien sagt man, ich habe 20 Jahre in Südkorea gelebt, in Asien sagt man, dass die Fähigkeit, sagt man übrigens auch, es gibt auch Studien dafür, die Fähigkeit, so zu hocken, sagt aus, wie lange ich leben werde und auch wie gut ich leben werde. Es sagt etwas über die zukünftige Lebensqualität aus. Also wenn du lange genug leben möchtest, macht es Sinn, diese Hocke zu lernen. Ich mache die 100 Mal pro Tag. Beim Jetten als Selbstversorger. Ich habe mir angewohnt, immer runterzugehen in die Hocke. Das wäre eine Sendung, wenn wir das so machen. Machen wir mal eine, genau. Machen wir mal. Es gibt im YouTube übrigens viele, schauen Sie YouTube unter tiefe Hocke, das hat nichts mit uns zu tun, das gibt ganz, ganz gute Videos, die auch das bestätigen mit den Studien, die auch diese Hocke, tiefe Hocke lehren, und Sie werden sehen, wir hatten einen riesigen Einfluss auf Ihre Lebensqualität. Und wenn Sie dann zusätzlich noch auf elastisch federnden Schuhen gehen, dann wird das auch erhalten, das elastisch federnde Gehen oder das Trampolin. Das führt eben dazu, dass diese Beweglichkeit erhalten bleibt. Beeindruckend.
Ja, also ich bin im Training, sage ich mal so, schon seit 4 Tagen. Kann natürlich schon sagen, wie erfolgreich ich bin. Ich fühle mich aber total gut nach 4 Tagen Training. Ich werde das weitermachen mit dem Trampolin. Und natürlich werde ich jetzt dieses Trampolin inskünftig auch ins Leben beziehen, tagtäglich damit. Aber ich war mir ja dessen nicht bewusst. Und deshalb ist es ja so bedeutsam und wichtig, heute dieses Thema zu diskutieren und uns einen Wegweiser zu zeigen, wie wir uns zu bewegen haben, wenn wir auf hartem Boden laufen. Das ist der Punkt, oder? Nun, wir haben hier die Faszien. Meine Frau redet die ganze Zeit über Faszien. Bis anhin wusste ich gar nicht recht, was es ist. Aber eben, das ist dieses Geflecht hier. Und das neigt dazu, ständig zu verkleben. Ja, Thema Faszien ist stundenlanges Thema natürlich. Vielleicht können wir das anteasern mal, was Faszien sind. Und man kennt natürlich schon seit ewig, kennt man das Bindegewebe. Nur hat man in der Medizin das jeweils weggeschnitten, weil man hat dann die Muskeln herausholen wollen. Wobei, wenn man eine Muskelfaser anschaut, dann ist die auch wieder umhüllt. Wenn man Fleisch für jemand, der Fleisch isst oder grillt, da sieht man, wenn man Fleisch zerschneidet und so auseinanderzieht, so ganz dünne, feine, weiß-bläulich, halbdurchsichtige, das sind Faszien. Und diese Faszien, da ist die ganze Technologie der Ansteuerung des Bewegungsapparats drin. Also dort über diese Faszien, die bei Operationen einfach so durchgeschnitten werden, dort laufen. Was passiert dann nachher, wenn die durchgeschnitten sind? Ja, der Körper ist so hochintelligent und schlau. Er muss natürlich dann, abgesehen davon ist, dass es auch Vernarbungen gibt, oder? Dass die Faszien müssen sich bewegen können gegenseitig, wenn sie das sieht man ja hier schön in diesem Bild, da bewegt sich ja alles. Oder bei der Orange. Ja. Die Faszien haben ganz viele Funktionen. Eine Funktion ist die Stützfunktion und die geben etwas die Form. Also der Orange geben die Form. Jetzt, wenn Sie eine Orange ein bisschen zusammendrücken, dann würde das alles ein bisschen oval werden und dann geht es wieder auseinander. Und beim Menschen auch. Man kann das zusammendrücken und es geht wieder auseinander. Bei einem Speerwerfer ist es so, dass diese Faszien aufgespannt werden. Die Faszien ist ja kaum dehnbar. Reine Muskelfaser ohne die Faszienhülle drumherum, die ist dumm, die kann sich nur zusammenziehen. Die kann nur zusammenziehen oder loslassen. Die Hülle drumherum sagt aber dieser Muskelfaser drin, was sie tun muss. Jetzt, wenn Sie eben Hochsprung machen, Speer werfen oder immer was, oder was auch immer, welche Sportart, oder gehen oder springen, dann hat das federnde Element dran, dieses, was man aufspannen kann, ist die Faszie und die Muskelfasern, die sagt nur zusammenziehen. Und dann zieht das alles zusammen oder das ermöglicht uns dann auch zu gehen und uns überhaupt zu bewegen. Und die ganze Ansteuerung kommt teilweise aus dem Hirn, aber diese Bewegungsmuster, wie bei einem Roger Federer, der so gut Tennis spielen kann, das sind Millionen von Wiederholungen, die er macht beim Tennis, Millionen von Wiederholungen und das Abspeichern oder wenn Sie einen Handstand machen und so ganz langsam raufgehen und dass Sie nicht umfallen, das ist alles, die Steuerung ist zum größten Teil in den Faszien drin, auch im Hirn, aber auch reaktive Sachen. Da gibt es so Steuer- und Mess, in jeder Faszie drin gibt es so Rezeptoren, Steuerrezeptoren, Messrezeptoren, die nennen sich Golgis, Ruffinis, Paccinis in der Fachsprache. Und dort wird alles gesteuert. Die Faszien haben, ich könnte jetzt ich falle von einem nach dem anderen. Zum Beispiel der Gleichgewichtssinn. Das ist ja, wir haben ja 5 Sinne und der Gleichgewichtssinn ist ja auch ein Sinn. Aber der zählt nicht zu den 5. Und der Gleichgewichtssinn, die Plattform für den Gleichgewichtssinn ist in den Faszien drin. Also passen Sie auf, wenn Sie sich operieren lassen. Da wird an Ihrem Gleichgewichtssinn herumgebastelt.
Ja, das ist so ein bisschen ein... Gehen wir aber mal in die Lösungen rein. Hier ist ja jetzt zum Beispiel so ein Trampolineffekt in einem Schuh drin. Inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf die Faszien? Wenn man bei den Maasai-Kriegern schaut, wie die hochspringen können, 10, 20 Mal hochspringen, 50 Zentimeter, die ist wie eine Feder. Ja. Das ist so elastisch federnd. Und unsere Muskulatur wäre eigentlich auch gedacht, um elastisch zu federn. Und gerade die Körperspannung ist so wichtig, die Kraft die Handkraft, habe ich gesagt, so die Fußkraft, die Hände zusammen. Und das wäre eigentlich, unsere Muskulatur wäre eigentlich das Trampolin. Unser körpereigenes Trampolin, wo wir federn sollten. Und wenn wir jetzt unter die Füße, also wenn du jetzt ein Trampolin gekauft hast und springst, dann trainierst du eigentlich deine Muskulatur, selbst zum Trampolin zu werden. Und wenn wir in unseren Schuhen, in der Sohle... löst sich auch die Verschlackungen, also diese Faszien, die Verklebung der Faszien werden da auch besser. Die können teilweise, es löst natürlich nur dort, wo du an den Rand dieser Beweglichkeit gehst. Also im Fußgelenksbereich werden die werden so weit gelöst werden, diese Verklebungen, wie du den Fuß auch bewegst. Wenn du ihn noch mehr bewegen möchtest, dann brauchst du zusätzliche Dehnungsübungen und zusätzliche Faszientherapie. Oder wenn Narben da sind, Narbentherapie, wo man diese Narben löst. Aber was passiert? Die verkleben nicht mehr. Es gibt Menschen, die machen ein Leben lang Yoga und die kommen nicht mehr vorwärts. Es reicht nicht 2 oder 3 Mal oder auch nicht einmal in der Woche eine halbe Stunde Yoga zu machen. Die verkleben sehr schnell wieder. Darum, wenn man Spagat machen will, dann braucht es noch mehr. Aber was man an Beweglichkeit gewonnen hat, das verliert man nicht mehr durch das elastisch federnde Gehen, weil beim elastisch federnden Gehen, vielleicht kann man es noch mal laufen lassen oder auch hier, weil man balancierend geht. Und wenn man balanciert, wie beim Trampolin oder beim elastisch federnden Gehen, Trampolin gehen, dann balanciert man. Und balancieren heißt, du hast alle Tiefen, alle Muskelschichten sind aktiv. Und wenn die Muskeln aktiv sind, verkleben sie nicht. Sie verkleben, wenn man ein Gelenk in den Gips tut, 6 Wochen, dann verklebt es. Also nicht bewegen heißt verkleben. Und bewegen durch einen balancierenden Gang, durch Trampolinbewegung, dann verkleben sie nicht mehr. Wenn ich jetzt hier ganz genau hinsehe auf diesen Fuß und sehe, wie die Ferse sich absetzt und dass es hier eigentlich keinen Schlag gibt, weil der Schlag wird durch dieses Trampolin eigentlich hier drin im Schuh aufgefangen. Einerseits durch dieses elastisch Federnde wird es aufgefangen und andererseits, weil die Muskulatur, wenn ich einen elastisch federnden Schuh unter den Füßen habe, dann ist mein gesamtes Muskelfaszien oder neuromyofasziales System aktiv vorbereitet und wird dann eigentlich auch zum Trampolin, zur Feder. Das beginnt selbst zu federn. Also kaum habe ich die Ferse aufgesetzt, hilft das Material ein bisschen zu dämpfen, aber weil die Muskulatur oder die Neuromyofaszien sofort aktiv werden, werden die sofort dann zum körpereigenen. Hier siehst du auch, das federt rechts. Das Muskelsystem selbst wird so angespannt, dass es selber zum Trampolinsystem wird. Das ist das Ziel. Ich frage mich eigentlich nur eins, warum werden solche Systeme vom Schuhwerk nicht eigentlich über die Krankenkasse als ein Gesundheitspräventionskonzept uns angeboten? Der Staat schaut ja jetzt ganz massiv auf unsere Gesundheit. Er hat ja jetzt eigentlich die ganze Corona-Phase gezeigt. Da frage ich mich, warum gehen wir hier nicht einfach auch mal auf den Bewegungsapparat und sagen, hallo, wir müssen raus, Bewegung ist gesund.
wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht auf hartem Boden gehen. Das ist doch etwas, was eigentlich vom Staat her uns aufdoktriert werden müsste. Müsste, ich sage ja müsste, wenn wir an den Kern der Ursachenprobleme hingehen. Ich bin kein Politiker und wir sind auch nicht irgendwie in Interessenverbänden drin. Wer denkt, dass die Krankenkasse Interesse hat an gesunden Menschen, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber man stelle sich vor, es gibt keine Kranken mehr, dann wird die Krankenkasse abgeschafft, dann gibt es keine Arbeitsplätze mehr in den Krankenkassen, in den Spitälern, überall wird alles abgeschafft. Das ist nicht so einfach. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, was ich jetzt sage. Aber schon ein Abbau auf so einfache Art und Weise ist natürlich schon ein erster Schritt zu einem Rückbau. In unserer Sondersendung, wo wir noch über Operationen geredet haben, hast du auch eine Zahl genannt. Dein persönlicher Eindruck aufgrund deiner langjährigen Erfahrung ist, dass eine sehr hohe Prozentzahl von angestehenden Operationen verhindert werden könnte, wenn man hier wirklich auf die Ursachen geht, nämlich den Bewegungsapparat in eine aufrechte Haltung zu bringen, damit genau diese roten Zonen, liebe Damen und Herren, hier am Knie, an der Hüfte oder hier oben am Hals, dass hier eben keine Entzündungshärte oder Fehlstellungen passieren, die letztendlich unseren ganzen Bewegungsapparat in Mitleidenschaft zieht. Das ist eine ursachenbezogene Behandlung, finde ich. Ja, darum mache ich das, darum arbeite ich auch mit fast 70 noch. Voller Begeisterung und Leidenschaft. Ja. Lieber Karl, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause fragen sich natürlich jetzt auch, das möchte ich mal ausprobieren, wie so ein Laufverhalten sich auf meinem Bewegungsapparat sich anfühlt. Und ich weiß, du hast ja ein Netzwerk auf der ganzen Welt verteilt. Was ist der beste Weg für die Zuschauer jetzt aus dem deutschsprachigen Raum, sich zu orientieren, aber vielleicht sag's auch gleich international, weil die Sendung wird ja auch ins Englische übersetzt, damit die Menschen weltweit wissen, wie der nächste Schritt ist, um diese Erfahrung mal zu machen. Ja, das ist ja das Schöne, das Spezielle auch, dass man unser Konzept inklusive Beratung, die man vor Ort in den Kibunjoya-Shops bekommt, dass man die ausprobieren kann. 30 Franken für 2 Wochen. Und da hat man da kann man 1-2 Stunden Beratung ist da noch inklusive. Und man muss dann diese Schuhe nicht kaufen. Eine Operation kann man nicht ausprobieren. Wir sind in aktuell zwischen 30 und 40 Ländern aktiv. Ja, englischsprachigen Raum natürlich auch. Amerika, China, Fernost. In Taiwan sind wir relativ gut vertreten. Aber auch in deutschsprachigen Räumen, da findet man die Shops, unsere Shops oder teilweise sind es Gesundheitszentren, teilweise Gesundheitsshops, Kibunjoya, unter Kibunjoya zu finden oder im Link, den du hinter der Sendung angebracht hast, kann man da nicht nur eben Schuhe kaufen, sondern ausprobieren, was diese Bewegung, diese qualitativ völlig andere, aus unserer Sicht möglichst natürlich die perfekte Natur ist barfuß auf unebenem auf dem Land, aber diese Bewegung, die wir versuchen zu imitieren, diese natürliche Bewegung, die kann man ausprobieren und dann spürt man am eigenen Körper, was passiert. Und unsere Beraterinnen und Berater sind sehr gerne bereit, Zeit zu investieren und sie werden zu nichts gedrängt. Sie können das ganz, ganz frei ausprobieren. Lieber Karl, meinen aufrichtigen Dank für diese Ehre, diese wichtige Informationen hinauszutragen über unseren Sender. Für mich ist das Naturmedizin, für mich ist das die Basis, eine Mitbasis zur Ernährung ergänzen, auch richtig zu bewegen und nicht in dieses, wie wir da im Skelett gesehen haben, in diese gebückte Problemzone reinzukommen, wie die Knie, wie die Hüften oder auch den Hals. Ich merke es auch an mir, ich bin erst 52. Sie meinen vielleicht, ich höre hier alle Weisheiten von allen Experten. Ja, es ist so, ich bin auch sehr dankbar, aber machen muss
muss ich es immer noch selber. Und das ist ein bisschen der innere Schweinehund. Und so habe ich jetzt auch angefangen, Trampolin zu springen. Das war Punkt 1. Bin auch schon ganz stolz darüber. Und jetzt auch über dieses Schuhwerk zu hören, dass ich auch am Tag durch ein Training machen kann, was mich überhaupt nicht groß beschäftigt oder belästigt oder mich anstrengt, sondern einfach ein Training tagtäglich machen kann über ein Schuhwerk. Das war für mich neu. Ich kenne diese Schuhe schon seit 2001. Seit 20 Jahren kenne ich diese Schuh. Aber niemand hat mir es erklärt. Ich habe nur gedacht, das ist ein bequemer Schuh, fertig. Aber nicht diese ganze medizinische Wissenschaft dahinter, was ich mir da Gutes tue. Und das ist eigentlich der Kern der Sache. Der Berater, der Verkäufer muss mir erklären, für was dieser Schuh ist. Dass das nicht nur einfach schön ist und bequem, oder? Also, lieber Karl, für mich bist du ein ganz großartiger Held und das sage ich dir nochmals 20 Mal, weil du es verdient hast. Ich wünsche dir auf deinem Leben alles Gute. Danke für diese Sendung. Lieber Karl, alles Gute. Danke, Alexander, auch dir alles Gute. Danke. Und Ihnen wünsche ich das selbstverständlich auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.